Babsi, welche Wirkung hat denn jetzt zum Beispiel überhaupt erstmal Licht auf den Körper? Gibt es da Unterscheidungen und ja, welche sind das? Dann so ein bisschen vorhandeln, welche Wellenlänge passt quasi zu dem Vorteil oder zu der Verbesserung, die du erzielen möchtest. Genau. Und je nachdem empfehlen wir dann eben auch unterschiedliche Technologien. Wir haben jetzt quasi nur diesen Bereich Rotlicht oder Nahinfrarot. Ja. Auch kaltes Rotlicht könnte man dazu sagen, oder? Lichtenergie versus Wärmeenergie. Ja. Und Lichtenergie bedeutet nicht, dass etwas warm wird, deswegen sagen wir auch häufig kaltes Licht quasi, hat gewisse Effekte, wie ich schon gesagt habe. Und dann die Wärmeenergie, was dann eben andere Wellenlängen sind und wo hauptsächlich über die Körpertemperaturerhöhung quasi gearbeitet wird auf biologischer Ebene. Also es gibt das nahinfrarote Licht, es gibt das mittelinfrarote Licht und dann das ferninfrarote Licht. Und nur wenn man Infrarot quasi hört oder liest, ist das nicht immer alles das Gleiche. Ich würde immer ein bisschen so diesen Fokus auf die Vorsilbe quasi setzen. Ob jetzt nah, mittel oder fern steht, macht halt quasi diesen Unterschied, ob mit Lichtenergie oder mit Wärmeenergie gearbeitet wird. Genau. Ihr habt quasi das Positive aus der Sonne extrahiert, isoliert und alles, was schädlich für den Menschen ist, zu heiß, zu intensiv, man wird braun und verbrutzelt und wird alt. Das habt ihr rausgenommen und habt quasi das Positive isoliert in ein Gerät. Sonnenlicht ist gut, aber die Dosis muss wirklich, wirklich, wirklich genau passen. Vor allem, was dann so Themen wie UV-Licht und so weiter betrifft, weil du halt sehr schnell auch negative Effekte haben kannst, vor allem Hautalterung oder Krankheiten und so weiter. Aber natürlich, also wenn du jetzt nur vor dem Rotlicht stehst und kein UV-Licht kriegst, ist mega blöd, weil Vitamin D-Produktion und Co. Genau.